Moin, Ladies and Gentlemen. Wieder darf ich euch recht herzlich zu einem kleinen Airsoft-Video begrüßen und heute schauen wir uns leider mal wieder den Standard AR-15 an. Und zwar geht es einmal um die neue Ares X-Class-Serie. Airsoft2Go hat hier zwei Modelle einmal als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Das ist einmal die 9 Zoll Version von der X-Class und einmal die 12 Zoll Variante. Beide Versionen wird es bei Airsoft2Go einmal in diesem wunderschönen Midnight Bronze und in Standard Schwarz einmal geben. So, wie gesagt, Standard AR-15, dementsprechend versuche ich mich heute, ich versuche es zumindest, mich etwas kurz zu fassen. Also, lehnt euch zurück, hauen wir ein Intro raus und los geht's. Gut Leute, gehen wir es an. Lieferumfang, technische Daten. Lieferumfang mit dem Kartoninhalt, gut Standard kann man eigentlich sagen. Die Knifte ist drin, ein Midcap-Magazin ist enthalten, kleines Kärtchen mit dem QR-Code einmal drauf, um die Manual aufrufen zu können. Dann einmal einen Laufreinigungsstab und wieder von Ares so einen lustigen Röhrenspeedloader, den man freiweg einfach wieder einmal entsorgen kann. So, dann seht ihr hier einmal auf dem Tisch, das ist jetzt hier einmal die 9 Zoll Version in Midnight Bronze und ihr bekommt einfach bei Airsoft2Go die 9 Zoll wie auch die 12 Zoll Version entweder in Midnight Bronze oder eben in Standard Schwarz. Hier vielleicht ein ganz kleiner Punkt, falls ich es mit dem Licht nicht ganz so gut einfangen kann im Video. Das Midnight Bronze im Vergleich zu der 308er ist noch ein ganz kleines bisschen schmutziger. Wenn man die Farben direkt vergleicht, hat die 308er etwas mehr Farbsättigung drin. Die X-Class-Serie ist hier vom Farbton eben noch ein bisschen schmutziger. So circa 2-3% etwas mehr Schwarzanteil in der Farbe einmal drin. Aber weiterhin ein sehr, sehr schöner Farbton. Die 9 Zoll Version kostet 460 € und die 12 Zoll Version 470 €. So, dann haben wir hier einmal Ares Made in Taiwan, wie das letzte Mal schon angesprochen. Hier eben jetzt Made in Taiwan. Da oben die Ares waren Aufkleber drauf, Made in China. Entsprechend vielleicht der Innenlauf etwas abweichend vom Durchmesser. Sprechen wir zunächst mal die technischen Daten bei der 9 Zoll Version durch. Länge im eingeschobenen Zustand sind 690 mm, komplett ausgeschoben erreichen wir 770 mm. 21 mm Pickrail, im oberen Bereich durchgängig ohne Unterbrechung 395 mm und am Vorderschaft vorne nochmal mit 45 mm. Ebenfalls hat die 9 Zoll wie auch die 12 Zoll Version ein M-Lock-System, welches links, rechts wie auch unten einmal nutzbar ist. So, und jetzt eben der Innenlauf bei beiden Modellen, gut bei der kurzen Version jetzt 275 mm, aber bereits mit einem Innendurchmesser von 6,03 mm und das Ganze natürlich Standard AEG. Bedeutet hier eben 603er drin, bei der 308er hat man noch einen 6,08 mm Lauf einmal drin. So, und der Mündungsfeuerdämpfer vorne bzw. Gewinde ist natürlich seitens Ares wieder leider ein 14 mm Rechtsgewinde. Müsst ihr natürlich wieder beachten, wenn ihr andere Flashhider oder Mündungsfeuerdämpfer, Schalldämpfer oder Tracer einmal montieren wollt, denn das Standardgewinde ist eigentlich ein Linksgewinde. Nur Ares verwendet halt leider ein Rechtsgewinde. Was haben wir noch? Das Gewicht bei der 9 Zoll Version sind 2660 Gramm. Wir haben auch hier wieder Ares EFCS und MOSFET-System einmal drin verbaut. Stecker ist ein Standard DIN-T-Stecker, einmal im hinteren Bereich. Und diese Waffe wird angegeben mit 1,5 Joule. Dann lasst uns diese Werte auch noch ganz kurz bei der 12 Zoll Version einmal vergleichen. Hier erreichen wir eine Gesamtlänge von 800 bis 880 mm, die Pickrail im oberen Bereich 485 mm und der Innenlauf ebenfalls Standard AEG mit einer Länge von 385 mm und ebenfalls 6,03 mm Innendurchmesser. So, Gewicht, die 12 Zoll Version wiegt 2810 Gramm und ist entsprechend ca. 200 Gramm schwerer wie die 9 Zoll Variante. Aufgrund des etwas längeren Innenlaufes erreichen wir bei diesem Modell 1,8 Joule, also ca. 0,3 Joule mehr aufgrund der Lauflänge. So, ich habe natürlich beide Modelle für euch nachgekront, 0,2 und 0,3 Gramm.
Gut, Leute, Chrono-Schusstest haken wir ab. Chronotest war soweit in Ordnung, können wir nicht drüber maulen. Abdichtung ist okay. 1,8 Joule bei der 12 Zoll Version. Wie gesagt, ein bisschen auf die Lauflänge natürlich. Längerer Lauf, mehr Power einmal drin. Ansonsten sind die Dinge eigentlich exakt identisch. Bedeutet auch, die Federstärke ist exakt die gleiche, aber eben aufgrund der Lauflänge hier etwas weniger Power drin wie bei der 12 Zoll Variante. Dennoch im Schusstest nur die 9 Zoll Variante einmal dabei gehabt, denn der Koffer war halt einfach voll und ich kann nicht alles mitschleppen. Also wie gesagt, ich finde auch die 9 Zoll Variante ist das etwas attraktivere Modell aus dieser X-Class Serie. So, dann Allgemeininformationen. Wie gesagt, der Farbton ist wieder sehr, sehr schön und sticht im Vergleich zu anderen AR-15 Modellen ein kleines bisschen raus. Ansonsten ist es halt, wie gesagt, es ist eine Standard M4 und hat ansonsten eigentlich keine großartigen Besonderheiten, muss man ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, der Farbton ist schön, ist Ares wieder sehr schön gelungen. So, Allgemeines. Zunächst mal fangen wir wieder vorne an. Gut, Mündungsfeuerdämpfer ist ja aus Stahl, aber halt 14 mm Rechtsgewinde. Kleine Pickrail unten dran für was auch immer. Ansonsten gut, Standard M-Lock-Vorderschaft. Relativ modern das Ganze ebenfalls. Mit QD-System, lässt sich schön greifen, ist angenehm schlank, also keine alten Pickrails oder sowas. Ist schön schlank, lässt sich toll greifen, passt soweit alles. Der Receiver ist neu bei dieser X-Class-Serie, sprechen wir aber auch später bei der Verarbeitungsqualität etwas im Detail an. Er ist zwar neu und er wirkt auf den ersten Blick auch ja, recht modern, muss man sagen, aber es gibt ein paar Entscheidungen vom Design, die finde ich persönlich etwas störend. Gerade hier diese fette Wulst hier einmal raus, die sich beim Lower quasi hier einmal entlang zieht. Also sehr dick das Ganze bis vorne bis zum Pin hin. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist ebenfalls so ein kleiner Designumbruch einmal drin. So eine Kante, die einfach nicht sauber übergeht von Lower zu Upper Receiver. Wie gesagt, es ist in Ordnung, aber es sind ein paar Designentscheidungen getroffen worden. Ja, das ist einfach nicht ganz rund, finde ich. Wie gesagt, sprechen wir später an und ist natürlich auch einmal Geschmackssache. Ansonsten ist auch dieses Modell einmal komplett beidseitig nutzbar. Bedeutet einmal Feuerwahlhebel vom Schützen aus links wie auch rechts einmal. Und was ihr vielleicht schon sehen könnt vom Schützen aus auf der rechten Seite, der Feuerwahlhebel etwas kürzer wie vom Schützen aus auf der linken Seite. Entsprechend ist das Ganze für Rechtsschützen, wenn ihr das Ganze auf Semi oder auf Einzelschuss umstellt, hier eben für den Finger nicht störend, da er eben hier ein bisschen kürzer ist. Seid ihr jetzt Linksschütze, könnt ihr auch problemlos die Feuerwahlhebel einmal umdrehen. Bedeutet, ihr macht den kurzen einfach vom Schützen aus auf der linken Seite hin und den langen eben vom Schützen aus auf der rechten Seite. Dann ebenfalls Magazinauswurf vom Schützen aus auf der rechten Seite, Standard, wie man eigentlich kennt, also nicht irgendwie erweitert, keine große Druckplatte einmal dran, aber das Ganze ebenfalls beidseitig einmal nutzbar. Bedeutet auch vom Schützen aus auf der linken Seite hier einmal der Magazinauswurf zu verwenden. So, dann haben wir natürlich auch funktionstüchtigen Bolt Catch bzw. Verschlussfang. Auch dieser ist beidseitig nutzbar, dient aber auch letztendlich nur einmal dafür, um einmal das Hop-Up einstellen zu können. So, und natürlich wie bei der 308er auch, habt ihr vielleicht gerade schon gehört, auch hier wieder ein kleines bisschen Federscheppern, bedeutet auch hier die Feder vom Spannhebel oben, hier oben drin, die klingelt wieder ein kleines bisschen, scheppert ein kleines bisschen, dementsprechend auch hier ein bisschen Schaumstoff reinpacken oder das Ganze einmal einfetten. So, eine kleine Besonderheit, muss man ganz ehrlich sagen, bei Ares, auch bei dieser X-Class oder bei dieser X-Serie, ist ebenfalls wie bei der Sharps Bros. Einmal dieser Slimline-Griff und der Slimline-Motor einmal verwendet. Bedeutet im Vergleich zu anderen Herstellern auf dem Markt, was AR-15 einmal angeht, habt ihr hier am Pistolengriff einmal Originalmaße, also Real-Steel-Maße. Bedeutet, der Griff ist deutlich schlanker, denn auch der Motor innen drin ist einfach deutlich schlanker im Vergleich zu Standardsystemen. Hier spart man sich circa von der Breite her 4 mm, 3 bis 4 mm, wo der Griff einfach ein bisschen schlanker ist. Und was ihr ebenfalls ein bisschen sehen könnt, der Winkel weicht ebenfalls ab. Wir haben hier circa vom Winkel, vom Griff her, ja, vielleicht 90, 95 bis maximal 100 Grad einmal. Ihr müsst also die Hand nicht so stark einmal anwinkeln. Ist ein bisschen Geschmackssache. Manche sagen, ja, das ist ein bisschen angenehmer. Mir ist es Latte. Also ob das Ding jetzt so steht oder ein bisschen schräger steht, ist wurscht meiner Meinung nach. So, da lag gut Spannhebel, alles Standard. Dann habt ihr hinten noch einmal den Schiebeschaft hinten dran. Der ist aus Polyamid gefertigt. Den könnt ihr natürlich auch in mehreren Positionen einmal in der Länge einstellen. Der sitzt auch einigermaßen anständig, also selbst in der ausgeschobensten Position wackelt er da hinten nicht irgendwie großartig rum oder sowas. Also das ist von der Passgenauigkeit ist es in Ordnung, wie gesagt, und passt tadellos hier hinten einmal dran. So, zum Akku einlegen, auch wieder Standard natürlich der Platz einmal in der Buffer Tube vorhanden, bedeutet, ihr habt gesehen hier hinten den
Knopf einmal reindrücken und wenn ihr das Ding ganz abziehen wollt, müsst ihr dann halt komplett bis Anschlag reindrücken. Bedeutet nicht einfach nur drücken, dann lockt er quasi, sondern zum Abnehmen einmal komplett so weit wie es geht einmal reindrücken und dann das Ganze nach hinten einmal abziehen. So, und dann seht ihr hier hinten vom EFCS-System einmal euren T- bzw. DIN-Stecker einmal rauskommen. Bedeutet hier vom Akku einlegen, genauso wie bei vielen anderen Modellen, und ihr bekommt halt maximal 1500 mAh, 11,1 Volt hier einmal hinten rein. Und Ares gibt sogar an, dass dieses Modell problemlos mit 11,1 Volt zu betreiben ist. Wie gesagt, das EFCS MOSFET-System ist hier in der V2 oder Generation 2 einmal drin verbaut und dementsprechend problemlos 11.1er einmal ran. Auch im Testbetrieb, wie gesagt, Akku vollgeknallt bis Anschlag 12,6 Volt rein. Gib ihm ganzes Magazin durchgeblasen, 140 Schuss, keine Probleme gehabt. Also wie gesagt, wird nicht irgendwie sonderlich heiß vom Motor. Die Ströme sind im Durchschnitt, muss man sagen, aber auf jeden Fall keine Probleme. Das EFCS hat keine Probleme mit auch relativ starken 11,1 Volt Akkus. So, dann stopfen wir das Ding da hinten mal rein. Wie gesagt, das ist so ziemlich der größte, der da hinten reinpasst. Und ich finde auch schön hier bei dem Akku hier, das ist ein AMAX Superior, wie gesagt, ist einer der stärksten in der Größe auf dem Markt. Die passen da wunderbar rein und das Schöne ist auch, da sind die Kabel nicht so ewig lang. Wenn ihr das vergleicht, die meisten Akkus, die haben so ewig lange Kabel einmal dran und die müsst ihr immer alle hinten reinpopeln. Das ist hier bei dem nicht der Fall, denn da sind die Kabel deutlich kürzer einmal. Also einfach reinschieben, ihr seht, der passt relativ weit rein und ihr bekommt entsprechend auch problemlos Stecker und Balancer da hinten einmal hinterher gepopelt. Wie gesagt, einfach alles rein und passt komplett einmal sauber bündig in die Buffer-Tube hinten rein. Bedeutet auch, ihr bekommt den Schaft komplett bis vorgeschoben, wenn ihr 1,40 Meter groß seid. Also, dann machen wir das Ganze einmal drauf und dann brauchen wir noch ein paar Mumpeln, denn dann machen wir einmal Klangbild und Ansprechverhalten. So Leute, wie immer da drüben wieder einmal einen Karton aufgebaut. Bedeutet, wir machen einmal Ansprechverhalten und Klangbild. Hier vielleicht eins vorweg. Das Ansprechverhalten ist im Durchschnitt mit ca. 80 Millisekunden. Bedeutet, wir schauen uns später natürlich einmal bei der Demontage, bei den Internals an. Bedeutet, ja, Ares verwendet hier wieder einen Slimline-Motor und gibt das Ganze auch als Torque-Up an. Es ist aber nicht der Super High Torque Slim drin verbaut. Bedeutet, wer sich mal das Update-Video zu der Sharps Bros anschaut, es gibt auch diese Slimline-Motoren in der Super High Torque Version. Die sind nochmal deutlich spritziger vom Ansprechverhalten wie die Standard-Version. Finde ich ein kleines bisschen schade. Wie gesagt, dementsprechend auch mit dem großen 11.1 ist das Ansprechverhalten leider nicht mit anderen Systemen vergleichbar. Bedeutet, die sind einfach noch ein bisschen spritziger einmal am Abzug. Wie gesagt, ist in Ordnung, man kann es problemlos spielen natürlich, aber wer mehr gewohnt ist, der wird sich halt denken, boah, das Ding ist aber langsam. Wie gesagt, nicht gerade der beste Motor hier einmal drin verbaut. Also, hören wir uns das Ding mal an. Wie gesagt, Mumpeln sind drin, 0,28 müssten das sein. Und dann knalle ich wieder einmal auf den Karton drauf und nehme das Audio oder nehme die Tonspur einmal direkt übers Richtmikrofon auf. So, langt schon. Also Ansprechverhalten, wie gesagt, es geht in Ordnung, würde ich behaupten. Klar, wenn der Akku vollgeknallt ist, wartet mal, so, leer. Klar, wenn der Akku vollgeknallt ist wie jetzt mit 12,6 Volt, da ist das Ding einigermaßen spritzig oder ausreichend spritzig, muss man sagen. Wenn der Akku aber halt mal ein bisschen abfällt nach einem Magazin und nach 2 Magazinen, merkt ihr einfach den gewissen Unterschied zwischen Kniften, die halt 40 Millisekunden oder 50 Millisekunden einmal haben. Aber wie gesagt, out of the box, wer sich einfach nur ein System kaufen möchte, ohne irgendwas zu machen, ohne Motor zu tauschen oder sowas und jetzt auch von der Energie, sage ich mal, mit 1,5 Joule zufrieden ist, da ist es in Ordnung. Wie gesagt, diese AMAX 1500 rein geht vollkommen in Ordnung. Vom Klang her habt ihr vielleicht gehört, das System plagt sich ein bisschen. Bedeutet, ihr habt hier zwar kein Kreischen, aber vielleicht konnte man es ein bisschen hören. Ihr nehmt so wieder so ein bisschen dieses Reiben war so. Ja, das hört sich einfach, also wie gesagt, kein helles Kreischen, aber so ein bisschen so arg. Wie gesagt, Ares Gears, Stimmung ist in Ordnung, aber ich gehe davon aus, dass out of the box die Motoreinstellung nicht ganz perfekt ist. Bedeutet, man könnte vielleicht den Motor ein kleines Fitzelchen noch ein bisschen weiter rausdrehen. Da das Ganze aber eben nicht ganz so schnell ist, nimmt man auch vom Klang her die Gears ein bisschen stärker wahr, wie einfach bei einem 12.1er oder 13.1er Gearset, wie es zum Beispiel Syma drin verbaut.
Ansonsten haben wir letztendlich vom Klang nur noch einmal die Feder hier oben drin. Auch das nehmt ihr ein kleines bisschen wahr, wie schon angesprochen. Einmal vom Spannhebel, die klingelt halt auch beim Schießen ein kleines bisschen. Wie gesagt, einfetten, ein bisschen Schaum rein, dann ist das einmal beseitigt, das Ganze. Gut, ansonsten ist halt wieder Standard und kann man eigentlich nicht großartig schimpfen, wer einfach out of the box solche Systeme spielen kann oder spielen möchte. Schauen wir uns anschließend auch noch kurz Magazin und Kompatibilität an. Hier ist gerade die X-Class-Serie, was die Kompatibilität angeht, sehr dankbar, muss man sagen. Aber zunächst mal Lieferumfang, habt ihr schon gesehen, es ist ein Standard Ares Midcap-Magazin enthalten, 140 Schuss Kapazität und ist einmal aus einem Verbundstoff gefertigt. Bedeutet, es müsste Polyamid sein mit einem geringen Glasfaseranteil. Müsste zumindest. Auf jeden Fall ist es ein sehr robuster Kunststoff und auch wenn es mal droppt oder mal runterfällt, auf den Stein fällt, es ist egal. Also die halten für das, was sie kosten, schon einiges aus, muss man sagen. Einen kleinen Punkt sollten wir aber vielleicht ansprechen. Die Magazine sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis gut, kosten um die 9 bis maximal 11 Euro. Habt da unten auch noch so eine kleine Zielhilfe einmal dran, wenn es in der Pouch drin ist in Ordnung. Aber für eine Wartung und für eine Reinigung leider nicht ganz so gut. Bedeutet, bei diesen Ares-Magazinen sind die beiden Hälften miteinander direkt verschweißt. Ihr bekommt also nicht sozusagen wie bei anderen das Inlay einmal rausgezogen, was ihr dann aufschrauben könnt, um sauber zu machen oder vielleicht mal ein bisschen zu kontrollieren, ob die Lauffläche noch sauber ist. Das geht bei diesen Magazinen leider nicht. Also wie gesagt, das sind gerade Wartung, Instandhaltung, sind andere Magazine etwas besser. Aber wie gesagt, dennoch für den Preis von 9 bis 11 Euro sind die vollkommen in Ordnung und auch hier absolut keine Feeding-Probleme gehabt. Das Originalmagazin sitzt sogar ein bisschen schwabbeliger drin wie andere, bedeutet hier habt ein kleines bisschen Luft drauf. Wie gesagt, es funktioniert super und es droppt auch automatisch. Wie gesagt, kann man verwenden, ist vollkommen in Ordnung. So, dann seht ihr, ich habe für euch wieder ein paar Magazine einmal durchgetestet. Fangen wir hier mal an. Das sind alle Magazine, die super funktionieren. Bei denen gibt es ein paar kleine Probleme. So, zunächst mal die alten PTS EPMs, 150 Schuss Midcap. Feeden hervorragend, gar keine Probleme, haben aber ein kleines bisschen Luft. Wie gesagt, würde ich nicht kritisieren, denn sie laufen wunderbar, wie gesagt. Dann ebenfalls Standard E und L Magazin, Stahlblechmagazin Midcap, funktioniert tadellos und sitzt ein bisschen straffer im Magazinschacht wie das Originale oder wie das PTS Magazin. Wie gesagt, nur minimals, aber auch dieses droppt automatisch. So, am besten oder vom Sitz her am besten ist dieses sehr, sehr günstige Airsoft System Magazin, ebenfalls ein Midcap. Auch sehr, sehr günstig, wie gesagt, feedet hervorragend und hat überhaupt kein Spiel. Aber dennoch droppt es automatisch. So, was mich besonders freut, dieses wunderschöne G&G Tinted Magazin mit dem langen Follower einmal drin. Bedeutet, bei den Magazinen wird auch die letzte Kugel einmal gefeedet. Es fallen also keine BBs raus. Auch dieses funktioniert wirklich super in der X-Class. Sieht sehr, sehr schön aus, droppt automatisch, hat minimals ein bisschen Spiel, aber wie gesagt, funktioniert wirklich tadellos. So, und das letzte Magazin, was sehr gut funktioniert, ist ein Standard Lonex Midcap Magazin, 200 Schuss Kapazität. Auch dieses sitzt im Magazinschacht sehr straff drin, also hier nur minimals ein kleines bisschen Spiel. Da müsst ihr auch beim Nachladen ein kleines bisschen dran ziehen. Also dieses fällt nicht automatisch raus, funktioniert aber ebenfalls tadellos. So, dann die Magazine, wo es ein paar Probleme gibt. Zunächst mal dieses Enhanced Battle Axe, also ist auf jeden Fall ein Battle Axe Magazin. Das hat zu viel Spiel, das feedet nicht. Bedeutet hier, da macht der Schieber oben nicht immer auf, da muss man immer wieder ein kleines bisschen vordrücken, damit die nächste Kugel einmal gefeedet wird. Also hier Battle Axe eher nicht. Ebenfalls ICS funktioniert überhaupt nicht bei mir. Sehr viel Spiel, auch hier Feeding-Probleme, wie gesagt, funktioniert bei mir nicht. Und auch sogar das Standard Syma Stahlblechmagazin hatte ebenfalls Feeding-Probleme. Jetzt weiß ich nicht, ob es an meiner Version liegt, denn das ist schon ein bisschen benutzt, ein bisschen abgenudelt da oben. Wie gesagt, hat auch minimals ein bisschen Spiel, aber es feedet einfach nicht. Keine Ahnung. So, und ein Magazin, was nicht mal reinpasst, das ist ein Standard E&C PMAG oder E&C Magazin. Das bekommt er nicht in den Magazinschacht rein. Das klemmt also zu stark. So, das soll es gewesen sein, aber wie gesagt, zum größten Teil, die guten Magazine sind eigentlich, ja, sind zum größten Teil einmal kompatibel. Dann lasst uns auch heute ganz kurz über die Verarbeitungsqualität und über die Materialien sprechen. Fangen wir wieder vorne an. Mündungsfeuerdämpfer oder Mündungsbremse habe ich vorhin schon angesprochen, ist hier einmal komplett aus Stahl gefertigt und natürlich Ares Standard 14 mm Rechtsgewinde. Müssen wir darauf achten. Und natürlich ebenfalls die Mündungsbremse unten mit einem kleinen Gewindestift auf dem Gewinde einmal fixiert bzw. gesichert. So, das Rohr ist dann einteilig Aluminium, geht also komplett bis hinten, bis in die Aufnahme von der Hop-Up-Kammer einmal einteilig durch. Und was ich jetzt gerade bei der 12 Zoll Version
und sehr schön finde von Ares. Seht ihr vielleicht kurz nach der Gasabnahme, eventuell könnt ihr es erkennen, hier im inneren Bereich verbaut Ares nochmal so ein kleines, dünnes, ja, Zentrierblech sozusagen. Bedeutet, wenn gerade bei Modellen, wo der Outer relativ lang ist, wird der Outer hier vorne im Vorderschaft ebenfalls nochmal zentriert und gehalten. Wäre jetzt bei dieser 9 Zoll Version zwar nicht relevant, aber gerade bei der 12 Zoll oder wenn das Rohr einfach recht lang wird, ebenfalls schön, wird hier vorne nochmal sauber gehalten und ebenfalls zentriert. Flip-Ups sind hier Standard, ja gut, Standard-Flip-Ups aus Aluminium und aus Zink gefertigt, das Ganze, aber im Low Profile. Bedeutet nicht so stark wulstig und so fette Dinger da oben drauf, sondern relativ schlank gewählt. Ansonsten eben Standard Flip-Up-Sides. Dann haben wir natürlich am Vorderschaft, wie vorhin schon angesprochen, Standard ein M-Lock-System und hier einmal links und rechts nochmal eine QD-Aufnahme für ein Slings-Swivel bzw. Trageriemenöse. Hier im Vergleich zu der 308er von Ares das Ganze aber direkt im Aluminium und nicht mit Stahl irgendwie abgesetzt. Bedeutet, wer sich das Video angeschaut hat von der 308er, da ist quasi die Aufnahme selbst quasi verschraubt und das Ganze dann aus Stahl gefertigt. Hier ist die Aufnahme direkt im Alu drin, was dafür sorgt, dass eben das Ding, wenn das oft verwendet, gegebenenfalls einmal ein bisschen verschleißt und das Loch ein bisschen größer wird. Irgendwann hält es vielleicht nicht mehr richtig, ist einfach Stahl etwas haltbarer. So, dann seht ihr ebenfalls, dass der Vorderschaft links wie auch rechts einmal über so einen kleinen Gewindestift einmal zentriert wird. Bedeutet, wenn ihr mal die Hop-Up-Kamera rausnehmen wollt oder den Vorderschaft oder das ganze Frontset einfach wegbaut, dann könnt ihr eben das Ganze hier oben, dass der Übergang einmal passt, dass es eine schöne Flucht gibt, könnt ihr das Ganze eben über diese kleinen Gewindestifte hier einmal sauber ausrichten. Wie gesagt, ein kleiner Gewindestift links wie auch rechts einmal vorhanden. So Leute, und dann lasst uns einmal über den gesamten Receiver sprechen. So, hier gibt's ein paar Punkte, die ich nicht ganz perfekt einmal finde, gerade was die Verarbeitungsqualität einmal angeht. So, erster Punkt, der Receiver an sich ist von der X-Class-Serie komplett einmal neu designt worden von Ares und wirkt zunächst mal von außen sehr modern. Also da können wir nicht schimpfen, Design so grob betrachtet ist es vollkommen in Ordnung. So, dann, wie gerade schon angesprochen, Qualität weicht leider sehr stark ab, beziehungsweise Toleranz weicht sehr stark ab. Kleines Beispiel, jetzt hier haben wir einmal die 9 Zoll Version in diesem Bronze-Farbton und hier passt der Upper Receiver nicht wirklich gut zum Lower Receiver. Bedeutet hier genau an diesem Übergang, wo die beiden Receiver einmal sich treffen oder zusammengehen, ist der Lower Receiver 1 mm oder 1,2 mm breiter wie der Upper Receiver. Das könnt ihr vielleicht sogar erkennen, wenn ich das Ding mal ein bisschen so herdrehe. Je nachdem, wenn ich Licht drauf bekomme. Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall habt ihr dann... Oh, sieht man nicht richtig, ne? Scheiße. Auf jeden Fall hier innen drin, wie gesagt, da habt ihr so eine richtige Kante quasi, weil der Upper Receiver hier 1 mm schlanker ist. Das ist aber nur bei dieser 9 Zoll Version. Bei der 12 Zoll Version ist der Upper Receiver von der Breite exakt passend. Also hier irgendwie 1 mm Unterschied, einmal Breite vom Upper Receiver im Vergleich zum Lower Receiver. Dementsprechend passt es hier leider von der Breite nicht wirklich zusammen und man hat einen richtig schönen, ja kein Spalt, aber man hat einen schönen Versatz einmal drin. Also nicht wirklich bündig das Ganze. Und dann haben wir auch so ein paar Designentscheidungen. Das ist zwar Geschmackssache, die ich persönlich aber nicht ganz perfekt finde. Das ist gerade, wisst ihr, wenn man so einen neuen Lower Receiver einmal konstruiert, dann habt ihr quasi hier, wo der Verschlussfang rauskommt, vom Schützen aus auf der rechten Seite, dann habt ihr hier oben am Alu so eine richtig schöne scharfe Ecke einmal dran. Ja, ich hoffe, das kann man sehen, hier oben. So eine richtig schöne scharfe Ecke. Warum ziehe ich denn nicht die Kante, die hier vorne beim Dustcover ist, im Upper Receiver, warum ziehe ich die Kante nicht bis hier hinten hoch, damit es einfach aus einem Guss oder aus einem Fluss einfach ist vom Design her. Und dementsprechend hat man hier so eine richtig schöne scharfe Kante einmal hier oben raus. Das passt irgendwie nicht ganz wirklich perfekt einmal zusammen. Das gleiche haben wir dann einmal vom Schützen aus auf der linken Seite. Wenn ihr hier mal herschaut, da haben wir zunächst mal hier unten beim Magazinschacht, da ist der gesamte Lower Receiver hier so richtig schön fett und wulstig. Bedeutet, da zieht sich einfach so ein fetter Balken einmal nach vorne. Wie gesagt, das ist so ein richtig fetter, unstimmiger Balken irgendwie. Und beim Upper Receiver machen es dann da oben so ein, ja, wieder so ein Versatz einmal rein. Das passt doch irgendwo nicht richtig zusammen. Wie gesagt, natürlich Designentscheidung, was Ares sich dabei gedacht hat, verstehe ich nicht ganz. Ich finde einfach diese beiden Receiver-Hälften,
ja, die könnten ein bisschen stimmiger sein oder könnten einfach von den Kanten oder von den Konturen etwas besser zusammenpassen. Das ist aber wie gesagt Geschmackssache. So, ansonsten haben wir natürlich, wie vorhin schon mal angesprochen, die Bedienelemente auf beiden Seiten. Bedeutet Feuerwahlhebel einmal vom Schützen aus links wie auch rechts nutzbar. Wie gerade schon gesehen oder auch bei den allgemeinen Informationen angesprochen, vom Schützen aus auf der rechten Seite. Der Feuerwahlhebel deutlich schlanker oder deutlich kürzer, dementsprechend nicht störend, wenn man Finger lang macht, könnte aber auch problemlos einmal ummontieren. Und wie gesagt, das Ganze beidseitig einmal nutzbar. Aufgrund des Ares Zahnradsystems haben wir auch hier wie bei der 308 ebenfalls einmal so ein bisschen Reiben drin. Bedeutet, andere Hersteller bei anderen Systemen, da läuft der Feuerwahlhebel etwas, wie soll ich sagen, etwas direkter oder definierter. Bedeutet, der klickt einfach oder springt euch schöner in die Positionen rein. Hier merkt ihr einfach beim Umschalten, ist relativ hoher Widerstand und auch nehmt ihr einfach im inneren Bereich dieses Zahnradsystem, dieses Kratzen, nehmt ihr hier leider ein kleines bisschen wahr bei Ares. Dann seht ihr hier ebenfalls, wenn wir gerade schon da sind, einmal Magazinhalter vom Schützen aus einmal links, dementsprechend auch hier einmal das Ganze beidseitig nutzbar und natürlich der Verschlussfang standardmäßig, wie man einfach kennt. Und wie vorhin ebenfalls schon gesehen, ebenfalls der Verschlussfang vom Schützen aus auf der rechten Seite, ebenfalls mit Funktion. Was vielleicht noch recht stimmig gewesen wäre, wenn man schon so einen modernen Receiver fertigt, wäre vielleicht ein Magazinhalter mit größerer Druckplatte einmal gewesen. Die finde ich persönlich immer recht angenehm, aber auch das ist Geschmackssache. So, der Abzug ist dann ein Standard-Ares-Abzug vom EFCS und entsprechend nicht zu anderen Abzügen einmal kompatibel, ist aber ein recht angenehmer Abzug, einmal im Flat-Design, aber auch hier das Ganze wieder relativ lasch einmal gefedert. Also ihr seht, Abzugsgewicht relativ lasch und im hinteren Bereich wieder das Ares EFCS-System. Bedeutet, ihr habt hier hinten einmal euren Mikrotaster. Nicht ganz so schön das Ganze über diesen Mikrotaster von Ares, wie zum Beispiel bei G&G. Da nimmt man den Taster ein bisschen schöner wahr, aber wie gesagt, es funktioniert tadellos. Und wie vorhin auch schon mal gesehen, vom Abzugsweg oder vom Triggerverhalten her vollkommen in Ordnung für eine Knifte out of the box. So Leute, wenn wir jetzt gerade schon die Kamera so da haben, lasst uns direkt gleich über das Thema Hop-Up sprechen. Das werden wir uns später natürlich nochmal im Detail anschauen, aber das ist heute leider etwas grausam, denn Ares hat das Ganze leider kaputt optimiert, meiner Meinung nach. Zunächst mal natürlich Verschlussfang mit Funktion, bedeutet einmal Spannhebel zurück, Blech rastet sauber einmal hinten ein, könnt ihr dann eben links und rechts wieder lösen, wie ihr das einfach kennt. Wenn ihr aber jetzt mal genau hinschaut und euch die Hop-Up-Kammer anschaut, seht ihr, dass hier im Vergleich zu anderen Ares-Modellen leider eine komplett neue Hop-Up-Kammer drin ist, die aber sogar fast noch schlechter ist wie die alte Version. So, hier zunächst mal der Punkt, ihr könnt vielleicht schon sehen, die ist aus Kunststoff gefertigt, aber falls ihr euch jetzt wundert, ja, wo ist denn das Einstellrädchen? Das hängt ganz da vorne einmal im Upper Receiver drin. Bedeutet, ganz hier vorne ist einmal euer Einstellrädchen. Und Leute, ihr kommt da sowas von grausam hin, das verstehe ich nicht, was sich Ares dabei gedacht hat. Also entweder haben die so kleine Finger, dass sie da den ganzen Finger oder die ganze Hand reinstecken können, aber mir ist es selbst beim Fingernagel so gut wie nicht möglich, hier vorne drin einmal das Einstellrädchen einmal zu betreiben und zu bedienen. Und was ihr später auch sehen werdet, es ist eine neue Hop-Up-Kammer, die ist komplett mit dem Outer Barrel verbunden. Bedeutet, ihr könnt jetzt da nicht mehr hergehen und könnt euch eine Max reinmachen, ihr könnt euch keine Retro reinmachen oder whatever. Dementsprechend ist das Ganze meiner Meinung nach leider etwas kaputt optimiert und auch die Kompatibilität ist jetzt bei dieser X-Class-Serie nicht mehr gegeben. Werde ich heute definitiv einmal als Kritikpunkt geben. Standard, out of the box, so wie die Knifte kommt, könnt ihr standardmäßig wieder am besten 0,25 bis maximal 0,28 Gramm verwenden, denn auch hier haben wir wieder dieses relativ weiche Ares Silikon-Bucking drin. Das schauen wir uns auch später an und auch wenn ihr da ein besseres reinbauen wollt, müsst ihr eigentlich davon ausgehen, dass das Original-Bucking sehr schnell kaputt geht. Denn wie gesagt, das ist einfach sehr, sehr weich, wenn er da ein bisschen hängen bleibt, reißt ihr das Ding sofort einmal kaputt. Also hier Hop-Up leider kaputt optimiert und entsprechend nicht mehr kompatibel. Ach ja, Federklingeln da oben drin, habe ich euch vorhin schon einmal angesprochen. Dann eine kleine Besonderheit bei diesem Modell oder allgemein bei den etwas neueren Ares-Modellen, kennt ihr auch schon bei der Sharps Bros, dass Ares hier bei der X-Class ebenfalls einmal ihren Slim Pistolengriff und Slim-Motor einmal verbauen. Bedeutet, der Pistolengriff ist deutlich schlanker und schmaler im Vergleich zu handelsüblichen AR-15 SAEGs oder AEGs, da einfach der Motor im inneren Bereich deutlich kleiner oder deutlich schlanker ist. Dementsprechend habt ihr hier eben bei diesem Modell ein Real-Steel-Maß und nicht größer, wie man es einfach kennt.
Das ist auf der einen Seite finde ich das gut, er greift sich wirklich schön, da kann man gar nicht maulen, schön schlank das Ganze, von der Haptik her perfekt, schön aufgeraut, schön griffig das Ganze, keine störende Wulst und auch der Winkel von circa 100 Grad, also nicht 90, sondern ungefähr 100 Grad, passt hier wirklich sehr, sehr schön, also es greift sich einfach stimmig. Was dann aber halt wieder auch nicht passt, ja, der Griff ist Slimline, aber letztendlich muss die Gearbox rein und dementsprechend ist der Receiver hier oben genauso breit wie jeder andere. Bedeutet, ihr habt hier oben einfach einen Versatz drin oder einen Übergang. Also, wie gesagt, ja, wer es braucht, ist okay, aber mein Gott, da müsste man halt gucken, dass man den Receiver hier oben auch ein bisschen schlanker bekommt. Wie gesagt, bisschen schade, bisschen unstimmig das Ganze. Aber Pistolengriff schön schlank, greift sich gut, Qualität vollkommen in Ordnung. Hier könnte man vielleicht noch kurz ansprechen, passt mal ein bisschen auf, wenn ihr eine Wartung macht und ihr schraubt den Griff weg. Diese Schrauben hier innen drin, Ares verwendet hier 4 Stück, schraubt die bloß nicht zu fest. Also ja, leicht handfest ausreichend, denn diese Gewinde, wo diese Schrauben reingehen, die gehen unheimlich schnell kaputt und dann halten euch die Schrauben nicht mehr. Also hier ein bisschen behutsam vorgehen, wenn ihr mal den Griff einmal demontiert. Dann bleibt uns letztendlich nur noch der hintere Bereich an der Knifte. Zunächst mal vielleicht eine Info noch. Die Pins bei Ares sind hier auch wieder geschraubt und nicht gesteckt. Bedeutet, wenn ihr den vorderen Pin rausmachen wollt, braucht ihr halt einen Inbusschlüssel. Wie gesagt, Pins am Receiver geschraubt, nicht gesteckt. So, Endplate hinten einmal am Receiver dran. Das Ganze ohne Aufnahme für einen Trageriemen. Finde ich ein kleines bisschen schade. Dementsprechend One-Points-Links befestige ich normalerweise hier immer recht gern. Also hier keine Aufnahme für einen Trageriemen einmal vorhanden und die Platte einmal aus Stahl gefertigt. Dann habt ihr einmal die Castle Nut, diese ist ebenfalls aus Stahl gefertigt und braucht ihr natürlich ein AA15-Tool, wenn ihr einmal an das Federschnellwechselsystem rankommen möchtet. Tube ist dann wieder Standard von Ares, bedeutet nicht kompatibel zu anderen auf dem Markt erhältlichen, denn diese wird natürlich hinten in den Receiver einmal reingeschraubt über ein Gewinde. Das ist bei anderen SALGs oder AEGs nicht der Fall. So, aber auf jeden Fall Standard Alu und hinten noch einmal der Schiebeschaft, der ist schön, aber auch nicht besonders, wenn man es mal so sagen soll. Die Qualität ist in Ordnung, wie gesagt, Polyamid-Kunststoff, schön aufgeraut, schön griffig von der Oberfläche her, läuft richtig schön einmal auf der Tube, also hier keine Probleme und wie vorhin auch schon angesprochen, nur relativ wenig Spiel hinten drauf, selbst in der hintersten Position. Also das ist in Ordnung, da können wir nicht schimpfen. Wie gesagt, läuft halt los, auch mit diesem, ja, mit dem Hebel letztendlich hier innen drin. Passt soweit, unten Aufnahme noch von Trageriemen oder hier einmal durchziehen. Und hinten die Schaftkappe, diese ist letztendlich einmal komplett gummiert. Also schöner, weicher Gummi hier hinten drauf. Also da können wir nicht machen, wie gesagt, das ist in Ordnung. Ich finde ihn aber jetzt nicht irgendwie besonders im Vergleich zu Standard oder anderen AR15 Schiebeschäften. So Leute, dann geht es einmal weiter. Demontage werde ich mir heute wieder sparen, denn auch dieses AR15 Modell geht letztendlich fast identisch wie alle anderen. Es gibt aber leider ein paar kleine Unterschiede, diese möchte ich euch ganz kurz erklären, denn hier hat Ares wieder irgendwas vermurkst, was ich einfach nicht kapiere. So, zunächst mal, wie vorhin vielleicht schon ganz kurz angesprochen, ist dieses Modell oder diese gesamte X-Class-Serie ist nicht zu Standard AR15, M4, M16 Hop-Up-Kammern einmal kompatibel. Bedeutet, wer sich damals das Review angeschaut hat zu der Sharps Bros von Ares, hat wunderbar funktioniert. Andere Hop-Up-Kammer rein, Rotary Hop-Up rein, dann sind problemlos andere Buckings, andere Tensioner problemlos möglich. So, und das Ganze, diese Kompatibilität nimmt uns Ares jetzt bei dieser X-Class-Serie. Denn sie verwenden hier vorne drin quasi eine verschraubte Feeding Tube einmal im Lower Receiver. Seht ihr, der Lower ist hier vorne einmal geschlossen, bedeutet, ihr bekommt hier gar keine normale Hop-Up-Kammer einmal rein. Und dann schrauben sie einfach im unteren Bereich so einen kleinen Feeding-Kanal oder so eine kleine Feeding Tube einmal ran. Das ist dann einmal diese hier. Wie gesagt, die wird dann von unten einfach hier innen drin einmal rangeschraubt. So, und dementsprechend, wenn ihr jetzt ein anderes Bucking braucht, weil euers verschlissen ist oder weil ihr gleich sagt, ich möchte ein anderes installieren, dann müsst ihr bei dieser X-Class-Serie das komplette Frontset einmal demontieren, damit ihr einmal an die Hop-Up-Kammer rankommt. Also nicht einfach nur Upper und Lower Receiver trennen, zack, Hop-Up-Kammer rausziehen, fertig. Nein, ihr müsst vorne komplett Vorderschaft runterziehen, ihr müsst Gasabnahme, Gasrohr oder Gasgestänge einmal weg, also den ganzen Block hier einmal weg.
Dann letztendlich die Barrel Nut einmal lösen, dann den Outer rausziehen vom Upper Receiver. Und dann seht ihr hier oben einmal so einen kleinen Gewindestift drin, den schraubt ihr auch raus. Und dann bekommt ihr diese Ares Hop-Up-Kammer einmal rausgezogen. Und wie gesagt, hier seitlich auch keine Fräsungen irgendwie drin, hier oben keine Fräsung drin. Und dementsprechend nicht zu anderen Hop-Up-Kammern leider kompatibel das Ganze. Also was sich Ares hier dabei gedacht hat, fragt mich bitte nicht. So, und der nächste Punkt ist, wo ihr auch wieder ein kleines bisschen aufpassen müsst, habe ich glaube ich vorhin schon kurz angesprochen, einmal beim Thema Federschnellwechselsystem. Das sind die Kabel einmal von der Gearbox. Bedeutet, ihr müsst ja, um ans Federschnellwechselsystem ranzukommen, müsst ihr logischerweise hinten einmal die gesamte Buffer-Tube einmal losschrauben. Und hier müsst ihr aber aufpassen, wenn ihr das Ganze wieder draufschraubt, passt ein bisschen auf die Kabel auf. Also das ist wirklich sehr, sehr eng hier hinten drin von der Tube und von diesen Käbelchen. Da kann es passieren, wenn ihr die Tube mal ein bisschen zu weit reinschraubt oder die Kabel irgendwie ein bisschen im Weg sind, dass ihr hier die Isolierung einmal kaputt macht oder abschert oder so. Also hier ein bisschen aufpassen, das ist auch ein kleines Problem bei der 416A5, bei der alten Version noch, wo man hinten die Buffer-Tube problemlos wegschrauben konnte. Auch hier ist es häufiger vorgekommen, dass sich die Leute die Kabel oder die Isolierung einmal kaputt gemacht haben durchs Aufschrauben von der Buffer-Tube. Also hier ein bisschen drauf achten, am besten, wenn dann die Stecker rauskommen, während des Draufschraubens von der Buffer-Tube am besten ein kleines bisschen die Kabel nach innen reindrücken gleichzeitig, damit die einfach ein bisschen weggehen vom Gewinde. Ansonsten lässt sich das Ding aber genauso demontieren, letztendlich wie andere auch. Wenn ihr hier den Verschlussfang noch lösen wollt, seht ihr hier, da ist so ein ganz, ganz kleiner Mini-Gewindestift einmal drin. Den müsst ihr einmal lösen. Da habe ich einen 1 mm Inbus verwendet. Das müsste ein 1er gewesen sein. Wartet mal ganz kurz, ich schaue mal in meinem Chaos. Nicht, dass ich jetzt hier irgendeinen Murks erzähle. So, wo ist er? Hier ist er. Hier 1 mm. Ja, genau, so 1 mm oder 0,9. Der 1er passt, wie gesagt, perfekt. Kleinen Gewindestift anlösen und dann bekommt ihr diesen Pin und die Feder hier für den Verschlussfang einmal raus. Wie gesagt, hier eine kleine Schraube drin. Nicht vergessen, sonst bekommt ihr das Ganze eben nicht demontiert. Okay, wie gesagt, der Rest geht letztendlich dann exakt identisch wie bei jedem anderen Modell. So Leute, dann geht's los mit den Internals. Auch hier werde ich mich heute kurz fassen, denn exakt die gleichen Internals kennen wir letztendlich von der Ares AR308. Die Gearbox ist ein bisschen anders, das spreche ich an, aber der Rest ist exakt 1:1 identisch. Wie gesagt, brauche ich mich nicht komplett wiederholen, machen wir es einfach ganz kurz im Schnellverfahren. Also, Gearbox ist letztendlich Ares V2 Gearbox, aber diese abweichend eben zu der Ares AR308. Bedeutet, wer sich zurückerinnert an das letzte Review von dem wunderschönen Modell, da hatte die Gearbox hier vorne noch so eine fette Kante einmal drin und war entsprechend nicht zu Standard-Zylinder-Heads einmal kompatibel. Das ist bei dieser Gearbox-Version hier von Ares nicht der Fall. Bedeutet, wir haben hier letztendlich exakt dieselbe Gearbox drin wie bei der Ares Sharps Bros. Und wer hier technisch ein bisschen mehr wissen möchte, da habe ich euch bereits ein Update-Video gemacht. Das blende ich euch irgendwo da oben im Eck über so ein Ausrufezeichen einmal ein. Falls ihr eben wissen wollt, was kompatibel ist, gerade Thema Hop-Up, Zylinderhead und sowas, könnt ihr gerne mal reinschauen. Also hier die alte Version weiß ich nicht, auf jeden Fall die andere Version von Ares und entsprechend hier vorne aber wieder kompatibel zu Standard V2 Zylinderheads. Wie gesagt, die passen da vorne wunderbar rein und wir haben eben nicht das Problem wie bei der 308er, dass das Zeug eben nicht kompatibel ist. Also hier ganz normal kompatibel Standard V2 Zylinderheads. Ansonsten exakt selbe Gearbox, wie gesagt, ein Punkt hat sich noch geändert, das habe ich euch vorhin schon gesagt, Federschnellwechselsystem. Habt ihr weiterhin wie von Ares vielleicht bekannt, hier hinten diesen Stahlring einmal drin sitzen mit dem Gewinde. Und dann wird auch wieder einfach der Spring Guide hinten über das Gewinde einmal reingeschraubt. Und hier habt ihr jetzt keinen Schlitz mehr, sondern hier habt ihr jetzt letztendlich einen Innensechskant oder halt einen Inbus, um das Ganze lösen zu können. Spring Guide ist übrigens ebenfalls aus Stahl, bedeutet Gewinde ist aus Stahl und der Überzug ist dann letztendlich einmal aus Plastik oder aus Kunststoff. Aber auch hier weiterhin leider kein Axiallager hinten am Spring Guide verbaut. Finde ich weiterhin seitens Ares etwas schade. So, Gearbox, wie gesagt, ist dann wieder in Ordnung. Auch hier müsst ihr halt wieder ein bisschen aufpassen. Ares Gearboxen können gegebenenfalls hier oben genau an der Kante eben etwas reißen, wenn man sie zu arg belastet. Denn im Vergleich zu anderen Herstellern hier einfach eine scharfe 90 Grad Kante einmal vorhanden. Also hier nicht irgendwie abgerundet, ein schöner Radius drin, wo der Zylinder einmal drin liegt. Nein, scharfe Kante. Aber im oberen Bereich vorne
etwas verstärkt von der Breite her. Aber dennoch kann die Gearbox, wie gesagt, wenn man es übertreibt von der Energie, kann die Gearbox gegebenenfalls einmal reißen. Dementsprechend würde ich diese von der Haltbarkeit definitiv nicht mit einer G&G G2, G2H oder Syma V2 Platinum oder Premium, wie das Ding auch immer heißt, einmal vergleichen. Diese sind deutlich robuster, da sie einfach von der Konstruktion her etwas besser sind. Da sind Radien drin, die Gearboxen sind dann hier im unteren Bereich noch ein bisschen verstärkt, hier oben verstärkt. Wie gesagt, da finde ich G&G und Syma von der Haltbarkeit her doch mittlerweile etwas besser. So, und natürlich auch hier weiterhin am Ares EFCS-System drin. Seht ihr hier wieder, da hat sich auch letztendlich nichts geändert. Und hier in der Generation 2 bedeutet, wenn wir uns das Ganze mal, oder wenn wir das Ganze mal umdrehen, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das vielleicht sogar sehen im Video. Hier seht ihr einmal Produktionsdatum einmal drauf. Das EFCS von dieser brandaktuellen Knifte ist letztendlich vom 11.04.2019. Also schon über 3 Jahre ist, oder vor über 3 Jahren ist diese Platine einmal gefertigt worden. Da wird weiterhin einfach das alte Zeug reingeballert und gut ist. Was heute aber relativ erfreulich ist, muss man sagen, im Vergleich zu der 308er sitzen die Lager deutlich straffer drin. Ihr seht hier, die Lager sind noch einmal perfekt einmal drin. Klar, wenn man klopft, fallen sie raus, aber sie fallen nicht von alleine. Ach, das war gar nicht gescheit drin, seht ihr? Also man muss hier schon etwas kräftiger die Buchsen und die Kugellager einmal reindrücken. Sitzen also von der Toleranz etwas presser wie bei der 308er. Minimalst. Letztendlich haben wir 8 mm System drin und auch hier wieder eine sehr angenehme Kombination aus Stahllaufbuchsen und Kugellager. Stahllaufbuchsen einmal komplett am Sektor, einmal unten und oben, am Spur ebenfalls oben, unten und am Bevel dann letztendlich zweimal Kugellager. Das ist eine sehr dankbare und gut funktionierende Kombination, da können wir nicht schimpfen. So, Kompatibilität können wir uns auch ansprechen. Wer zufällig auf Patreon das Update-Video zu der 308er einmal gesehen hat in Bezug auf Retro-Arms Gearbox. Hier ein kleiner Punkt, auch diese Gearbox unterscheidet sich im äußeren Bereich zu der 308er Gearbox. Bedeutet, ihr seht, auch hier habt ihr wieder solche, auch hier habt ihr eben solche komischen Radien raus oder solche Flügel seitlich einmal raus. Und sowas gibt es halt letztendlich nur bei Ares. Also da gibt es keine Gearboxen, die da irgendwie kompatibel sind. Auch wieder Zahnradsystem wieder speziell. Müsst ihr auf den Abstand ein bisschen hier aufpassen, auf den Durchmesser aufpassen. Wie gesagt, hier wieder Ares sehr speziell. Dementsprechend am besten 1,5, 1,6 fertig. Mehr würde ich der Gearbox auf Dauer nicht geben. Und natürlich verbaut Ares auch in diesem System weiterhin ihr Standard Ares Gearset einmal. Sind gesinterte Stahlgears, also nicht CNC gefräst. Standard 18:1 mit einem 16 Zahn Sektorgear. Und natürlich speziell aufgrund des speziellen EFCS von Ares hier wieder mit einem Magneten drin, wo ihr eben wieder darauf achten müsst, wenn ihr jetzt auf ein 13/1er Gearset geht, dass ihr eben selbstständig von euch aus einen Neodyn-Magneten einmal installiert. Andernfalls funktioniert das EFCS-System nicht mehr. Also auch hier, 2022 immer noch nicht aktualisiert das Ganze und dementsprechend auch von der Energie eben ein bisschen aufpassen, sonst bekommt gegebenenfalls euer Spurgear, das ist übrigens dieses hier, bekommt dann gegebenenfalls einmal Karies. So, dann haben wir auch hier wieder das gesamte Zylinderset drin, wie wir es bei der 308er ebenfalls drin verbaut hatten. Bedeutet komplettes Edelstahl, One-Piece-Kit letztendlich. Bedeutet Edelstahl, Zylinder komplett geschlossen übrigens. Bedeutet Ares achtet da auch nicht irgendwie aus Volumen, dass ihr je nach Lauflänge eben anderes Volumen habt. Nein, ihr habt letztendlich bei beiden Kniften einen komplett geschlossenen Type-F-Zylinder drin. Also egal, ob die Lauflänge jetzt 275 mm sind oder in der 12 Zoll Version 385, das ist Ares Latte. Komplett geschlossene Zylinder, maximales Volumen und fertig. Dementsprechend auch nicht ganz so schlimm von der Nozzle her. Sprechen wir dann gleich einmal an. Bedeutet, ja, ihr verliert Luft, ist aber aufgrund der Luftmenge oder des Volumens nicht ganz so gravierend wie bei der 308er vor 2 oder 3 Wochen. Also hier, wie gesagt, maximales Volumen und ja, natürlich macht euch 0,4 rein. Das Volumen langt euch definitiv bei einer Lauflänge von 275 mm locker einmal aus. So, hier wie gesagt wieder die Kombination, wieder der Edelstahl, ebenfalls Zylinderhead vorne wieder Edelstahl und das Ganze miteinander verschweißt. Habe ich euch das letzte Mal auch schon angesprochen, wieder aufpassen, ich habe vorne ein relativ weiches Silikon-Sorbopad einmal eingearbeitet.
Und wenn euch das mal hops geht oder wegbröselt oder kaputt geht, dann müsst ihr das gesamte Set tauschen. Denn ihr kommt hier vorne natürlich nicht jetzt irgendwie rein und könnt einfach nur das Pad da einmal tauschen. Das funktioniert halt leider nicht. Dementsprechend ist das Pad durch oder wird die Knifte unheimlich laut, müsst ihr komplett Zylinder und Zylinderhead einmal tauschen. Da es aber, wie gesagt, da die Gearbox kompatibel ist zu Standardbauteilen, würde ich das nicht als großes Problem einmal heute sehen. So, Nozzle, wie gerade schon angesprochen, auch hier wieder der Punkt wie bei der 308er auch. Standard-Plastik-Nozzle von Ares, Länge sind 21 mm und das Ganze ohne O-Ring. Und natürlich auch diese sitzt auf dem Stutzen sehr, sehr locker. Seht ihr auch, die fällt von alleine runter, hat also locker vielleicht 0,2, 0,25 einmal ein bisschen Spiel drauf und dementsprechend verliert ihr natürlich um die Nozzle rum ein kleines bisschen Kompression bzw. etwas Luft. Bedeutet, die bläst einfach ein bisschen Luft ab. Da aber, wie gesagt, da einfach komplett viel zu viel Volumen in dem Zylinder drin ist, macht sich das Ganze bei dieser Lauflänge natürlich nicht bemerkbar. Wenn ihr da ein bisschen was verliert, ist wurscht. Natürlich auch heute wieder, wer sich was Gutes tun möchte, Nozzle mit einem oder mit zwei Ohrringen mit einer Länge von 21 bis maximal 21,15 mm. So, und auch hier der nächste Punkt ist auch wieder der Piston und der Pistonhead. Auch hier hat sich nichts geändert. Der Piston, habe ich euch schon angesprochen, ist ein sehr guter Piston, sehr haltbarer Piston von Ares. Komplette Stahlzähne unten drauf, aber wieder aufpassen vom AOE, wenn ihr irgendwas mit dem Sorbopad oder sowas machen wollt. Aufpassen, der vorletzte Zahn ist zu 50% vorhanden. Wenn ihr meistens euren AOE einstellen wollt, dann muss dieser Zahn komplett weg sein. Braucht ihr halt einen 15 Zahn oder im besten Fall einen 14,5 Zahn Piston. Aber wie gesagt, der Piston ist gut, aber würde ich drin lassen. Pistonhead weiterhin wieder aus Plastik gefertigt, alles schön verklebt, schön verschmanzt das Ganze und im inneren Bereich leider ohne Axiallager. Bedeutet auch hier wieder der Punkt, wie bei Ares gewohnt, vorne kein Axiallager drin, hinten am Spring Guide kein Axiallager, auch der Zeit leider etwas hinterher. Auch hier wieder, wer sich was Gutes tun möchte, besser ein Pistonhead mit Axiallager vielleicht und zwei Ohrringen und Gutes. Im Chrono habt ihr gesehen, das Ding dichtet eigentlich sehr, sehr gut ab. Ihr benötigt aber auch hier in dieser Kombination eine entsprechende Federstärke, damit das Ding überhaupt ansatzweise abdichtet. Denn ihr seht zunächst mal, der O-Ring hat hier in der Nut von Ares kein Spiel. Also der kann hier nicht nach vorne oder nach hinten einmal weggehen. Der sitzt also plan einmal drin. Auch verwendet Ares hier wieder ihr unheimlich klebriges Silikonfett einmal, wo die gesamten Ventilationslöcher einmal zuschmanzt oder zuschmiert. Dementsprechend, wenn ihr das einfach nur so testet, seht ihr das? Ich ramm das Ding. Ich schiebe den Piston mit relativ viel Schmackes von hinten rein und jeder anständige Pistonhead würde hier umgehend einmal Kompression aufbauen. Und das macht der Ares Pistonhead leider nicht. Also das Ding dichtet einfach in dem Zustand absolut nicht ab. Dementsprechend kann es euch jetzt passieren, natürlich, da ist standardmäßig jetzt hier eine 120er oder M125er Feder drin. Da kommt so viel Zug von hinten, dass es einigermaßen anständig abdichtet. Wenn ihr aber jetzt das Ding bloß mit einem Joule spielen wollt, mit einer relativ schwachen Feder oder sag ich mal 1,2, dann kann es eben passieren, dass das Ganze eben nicht mehr abdichtet, da eben die Geschwindigkeit oder die Kompression nicht mehr auslangt, um diesen O-Ring einmal zu dehnen. So, ich möchte euch ganz kurz was zeigen, was ich meine. Wenn wir jetzt einfach mal hergehen und den O-Ring einfach ein bisschen lang ziehen, der zieht sich jetzt gleich wieder zusammen, aber er wird dennoch ein kleines bisschen größer bleiben. Dann müsste das Ganze einmal so funktionieren. Bedeutet, ihr drückt es ab und dann merkt ihr, dann kommt Kompression. Seht ihr das? Dann kann ich den nicht mehr weiter reindrücken. Und das bereits im hinteren Bereich. Also wie gesagt, hier alles relativ verklebt seitens Ares. Würde ich gegebenenfalls auch einmal reinigen, das ganze klebrige Silikonöl oder Silikonfett von Ares runterputzen. Alles die ganzen Ventilationslöcher sauber machen, wenn ihr den Pistonhead weiterverwenden wollt. Und dann einfach den O-Ring ein kleines bisschen dehnen und mit Silikonöl einmal schmieren, nicht mit Silikonfett. Denn wie gesagt, das klebt von Ares, das klebt einfach viel zu stark und dementsprechend funktioniert eventuell diese Ventilation nicht ganz so gut. Oder rausschmeißen, bessern rein und gut ist. Dann können wir vielleicht noch kurz über den Motor sprechen. Habt ihr vorhin vielleicht schon mitbekommen, Klang, Ansprechverhalten. Ja, es ist ein Slimline-Motor drin, dementsprechend Real-Steel-Maße vom Pistolengriff. Finde ich gut, aber sie verbauen letztendlich ihren Standard-Slimline und nicht die Super High Torque oder die High Torque Version.
Auch das habe ich euch in diesem Ares Update Video einmal angesprochen. Da gibt es noch eine bessere Version davon. Die hätte ich hier out of the box drin erwartet für diesen Preis. Hier also nur die Standardversion drin und selbst mit 11,1 Volt bei 1,8 Joule in der 12 Zoll Version, habt ihr das im Chrono vielleicht ein bisschen gehört, selbst mit dem 11.1er plagt sich der Motor ein bisschen. Also der Zyklus ist einfach heutzutage etwas zu langsam. Ich habe es euch auch ausgelesen, bei einem vollgeladenen 11.1er, also wirklich ran vollgeladen, 12,6 Volt, haben wir eine Zyklenzeit zwischen 82 und 85 Millisekunden bei 1,8 Joule. Und das ist meiner Meinung nach heute auch etwas überholt, denn wie gesagt, andere Systeme haben out of the box irgendwas um die vielleicht 50, 55, 60 Millisekunden. Und das merkt ihr einfach. Also ihr merkt einfach, wenn ihr triggert, ihr merkt einfach, dass der Motor nicht so will wie vielleicht andere Systeme. Hätten sie ihren Super High Torque reingemacht, die rote Version von diesem Slimline, wäre das System um einiges spritziger gewesen. Wie gesagt, ein kleines bisschen schade, gerade in Bezug aufs Preis-Leistungs-Verhältnis. So Leute, und abschließend kommt der Schock des Tages. Ich habe mich eigentlich ein bisschen darauf gefreut, wo ich gesehen habe, oh, hier ist eine andere Hop-Up-Kammer drin. Das könnte ja interessant werden. Wurde aber dann seitens Ares leider extrem enttäuscht. Also hier das Ganze leider im Vergleich zu den älteren Ares-Modellen etwas verschlimmbessert, gerade in Bezug auf Kompatibilität. Habe ich euch vorhin schon angesprochen, ganz kurz beim Demontageteil oder bei den Tipps von der Demontage. Ares verschraubt jetzt die Hop-Up-Kammer mit dem, oder bei diesem Modell ist die Hop-Up-Kammer mit dem Outer verschraubt und dementsprechend müsst ihr, um das Bucking zu tauschen zum Beispiel, müsst ihr alles, das gesamte Frontset, alles komplett demontieren, damit ihr ansatzweise die Hop-Up-Kammer rausbekommt. Und dementsprechend, ihr seht auch den Outer, keine Fräsungen einmal drin und dementsprechend dieses Modell nicht zu anderen Hop-Up-Kammern einmal kompatibel. So, das wäre wieder an sich gar nicht mal so verkehrt, wenn zumindest ansatzweise mal der Tensioner kompatibel wäre. Ist er aber auch weiterhin heute leider nicht. Bedeutet, sie machen jetzt hier zwar so eine Hop-Up-Kammer, die sich auch einigermaßen anständig einstellen lässt mit dem Fingernagel, wenn man hinkommt, aber sie verbauen im oberen Bereich wieder so einen krebeligen Lever-Tensioner. Bedeutet, ihr seht wieder, das ist einfach so ein ABS-Plastikteil, wo letztendlich vorne wieder euer Tensioner direkt mit dran ist und das ist extrem dünn. Wir können es mal ganz kurz ausmessen, das müssten, wenn es hochkommt, vielleicht, keine Ahnung, Millimeter, 1,2, 1,3 vielleicht sein. 2 sogar. Na, schaut mal, wir haben einen Tensioner mit 2 mm und das Ganze eben abgerundet. Bedeutet sogar noch kleiner wie ein Standard 3 mm System. Und dementsprechend ist es euch auch hier absolut nicht möglich, ansatzweise andere Tensioner da vorne einmal zu verwenden. Natürlich, wer basteln kann, der könnte sich jetzt da vorne das Ding einfach gerade machen, könnte sich hier einen reinlegen, dann wird der Druck aufgebaut. Ja, aber man muss basteln. Also Standard von Ares wieder leider nicht ganz durchdacht das Ganze. Also Hop-Up-Kammer selbst, wie gesagt vom Einstellen her, es geht, aber man kommt relativ bescheiden ein bisschen hin. Das geht bei anderen Hop-Up-Kammern auch ein bisschen schöner und halt auch wieder das Ares Lever-System oder Tensioner-System, auch heute leider ja, wieder ein kleines bisschen grausam, muss ich sagen. So, dann wie beim Schusstest vorhin schon kurz angesprochen, auch Bucking dürft ihr nicht zu viel erwarten. Auch hier wieder das weiche Silikon-Bucking seitens Ares drin verbaut und maximal 0,28, also wirklich maximal. Knallt ihr da mehr rein, gebt ihr ein bisschen zu viel Druck drauf, gerade bei 1,8 Joule, ihr reißt euch das Bucking sehr, sehr schnell einmal kaputt. Denn wie gesagt, das ist sehr, sehr weicher Silikonkunststoff und dementsprechend auch sehr anfällig. Kleines Beispiel, wie gesagt, das ist jetzt die Version, was ich demontiert habe, die 9 Zoll Version. Ich bin auch ein bisschen froh, dass ich immer, bevor ich überhaupt so ein Video starte, immer zunächst mal einen Schusstest mache und einen Chrono, bevor ich das Ding das allererste Mal demontiere. Denn bei der Demontage ist mir direkt das Bucking eigentlich kaputt gegangen. Bedeutet, das Bucking saugt sich im hinteren Bereich schön in die Hop-Up-Kammer einmal rein. Das ist vollkommen in Ordnung, aber der Originallauf, der hier drin verbaut ist extrem scharfkantig gefräst. Bedeutet, ihr habt hier hinten eine extrem scharfe Kante einmal dran und auch seht ihr vielleicht, kann man es ein bisschen erkennen, dass das Fenster nicht wirklich schön entgradet ist, denn hier hängt oder hier steht im Fenster so ein schöner Grat einmal raus. Also das ist qualitativ, haben wir auch schon besser gesehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, das Bucking saugt sich hinten schön rein. Ihr zieht ganz vorsichtig am Lauf, ihr dreht ganz vorsichtig, dass ihr ja das Bucking nicht kaputt macht. Ihr zieht ein bisschen und zack, reißt ihr euch sofort hier innen drin über die scharfe Kante hinten, reißt ihr euch sofort einmal den Patch komplett einmal weg. Also wenn ihr seht, das ist jetzt letztendlich ein klassischer Flat Top
oder ein Straight Bucking, bedeutet keine Patchfläche mehr vorhanden, denn bereits bei der Demontage abgerissen das Ganze. Und ebenfalls dieses Nut- und Federsystem hier innen drin, die Feder vielleicht auch, die ist auch schon einmal abgerissen. Dementsprechend, und wie gesagt, ganz vorsichtig ein bisschen gezogen und da seht ihr einfach mal, wie anfällig diese Silikongummis sind. Also wie gesagt, ihr könnt davon ausgehen, wenn das Bucking durch ist, oder macht am besten gleich ein besseres rein. Und wie gesagt, ihr müsst davon ausgehen, wenn ihr das rauszieht, irgendwie zum Saubermachen oder whatever, ihr müsst davon ausgehen, dass es instant einmal kaputt ist, das Zeug. Also hier muss ich jetzt gucken, dass ich von Immo irgendwie noch ein anderes Bucking einmal reinzimmer, dass er wieder eine funktionstüchtige Knifte einmal zurückbekommt. Also Kugelgewicht, ja, natürlich out of the box. Wer 0,25 spielen möchte oder maximal 0,28 ist in Ordnung. Geht aber heutzutage für weniger Geld leider besser. Ach übrigens, bevor ich es vergesse, falls ihr euch jetzt denkt, dass die Hop-Up-Kammer durch die Verschraubung mit dem Outer deutlich schöner vielleicht im Outer sitzt und gerade drin sitzt wie andere Hop-Up-Kammern, das könnt ihr auch vergessen, ne? Also selbst durch diese Verschraubung, durch den Gewindestift hat die Hop-Up-Kammer da innen drin locker, keine Ahnung, Millimeter, 1,5 Luft. Ja, seht das selber, kann hier drin also ganz easy ein bisschen rumwackeln. Also auch hier wird das Ganze auch mit diesem System nicht sauber gehalten oder fixiert. Gut Leute, das soll es für heute gewesen sein. Kompakt-Review, oder ich hoffe zumindest, dass es relativ kurz geworden ist. Ein kleines, kompaktes Review einmal zur neuen Ares X-Class Serie. Es fehlt abschließend natürlich wieder mein ganz persönliches Fazit. So, da habe ich mich halt wirklich schwer getan, denn letztendlich muss ich dieses Modell zu allen anderen AR-15-Plattformen irgendwo beweisen oder muss irgendwo herausstechen, was den Preis irgendwo rechtfertigt. Wie gesagt, dementsprechend mein Fazit halt wirklich extrem schwer getan. Fangen wir an, was finde ich jetzt bei dieser X-Class-Serie gut. Und jetzt werdet ihr lachen, aber der erste Pluspunkt ist die Farbe. Ja, muss ich halt leider geben. Wie gesagt, wer einfach mal ein bisschen was Ausgefallenes haben will, vom Farbton kein Standard-Schwarz, kein Tann oder so ein Mist, nein, sondern mal was Ausgefallenes, dieses Bronze, ist Ares wirklich sehr gut gelungen. Und hier kann dieses Modell auf dem Markt ein bisschen herausstechen, nur aufgrund der Farbe. Also Farbe, Bronze, richtig schön gelungen, gebe ich einen Pluspunkt. Nächster Pluspunkt, auch hier wieder Ares EFCS MOSFET-System. Ja, natürlich, wie das letzte Mal auch schon angesprochen, natürlich aufgrund der Kompatibilität und des Alters leider nicht ganz das beste EFCS, aber es ist immer noch schön, dass man EFCS drin haben. Bedeutet, man muss hier differenzieren. Leute, die das Ding einfach nur kaufen, auspacken, spielen wollen, so wie die Waffe kommt, ist es vollkommen ausreichend. Und wie gesagt, wir haben keine Probleme mehr wie bei der alten Version 11.1er, dass es irgendwie abraucht oder sowas. Nein. Ihr könnt problemlos bei der Generation 2 mit dem MOSFET, könnt ihr problemlos 11.1er verwenden, problemlos diese 1500 mAh auch mit 60C+. Es funktioniert tadellos. Wie gesagt, für die Leute, die nichts dran basteln wollen, die jetzt einfach nicht hergehen und sagen, sie wollen unbedingt ein 13.1er Gearset rein haben, sondern das Ding einfach out of the box spielen, ist das EFCS MOSFET-System, auch wenn es heutzutage bessere gibt, immer noch vollkommen in Ordnung. Dementsprechend Pluspunkt EFCS MOSFET-System. Und natürlich auch heute wieder ein Pluspunkt ist das Federschnellwechselsystem, auch bei Ares wieder hinten direkt über die Buffer-Tube erreichbar. Bedeutet Castle-Nut lösen, Buffer-Tube einmal wegschrauben und ihr kommt von hinten direkt einmal an den Spring Guide ran. Jetzt hier geupdatet bei der X-Class-Serie, kein Schlitzschraubendreher mehr vonnöten, sondern einmal das Ganze über einen Inbus. Also der Spring Guide etwas aktualisiert. Aber für das Schnellwechselsystem ein Pluspunkt. So, dann ist natürlich auch dieses Modell einmal komplett beidseitig nutzbar. Bedeutet auch hier für Linksschützen perfekt eigentlich geeignet. Feuerwahlhebel auf beiden Seiten einmal nutzbar. Verschlussfang, wenn ihr wollt, auch auf beiden Seiten nutzbar. Und natürlich auch der Magazinhalter ebenfalls beidseitig nutzbar. Finde ich gut und wie auch schon angesprochen, auch diesen kompakten Feuerwahlhebel, der standardmäßig vom Schützen aus auf der rechten Seite montiert ist, könnt ihr problemlos einmal ummontieren. Also Ambidex oder beidseitig nutzbar, gebt mir ebenfalls einen Pluspunkt. So, letzter Pluspunkt auf der Liste ist einmal dieses Slimline-System, bedeutet Pistolengriff im Real Steel, ja mit Real Steel Maßen und dementsprechend auch einen Slim-Motor einmal eingebaut. Bedeutet im Vergleich zu Standard AR-15 SAEGs oder AEGs der Griff eben deutlich schlanker, circa 3 bis 4 mm. Bisschen schade, natürlich die Gearbox hat dennoch die volle Breite, der Receiver hat die volle Breite und dementsprechend gibt es hier einfach so eine Kante drin. Es ist also nicht wie bei einer GBB oder bei einer Scharfwaffe einmal bündig, sondern ihr habt hier so einen Versatz drin. Ist ein bisschen schade, aber dennoch greift sich einfach so ein Slim-System vom Pistolengriff einfach ein bisschen anders wie Standardgriffe. So, das soll es gewesen sein. Pluspunkte. Sprechen wir über die Neutral- und Kritikpunkte.
Erster Neutralpunkt, gesamte Internals und Motor leider wieder. Und bedeutet ja, Standard Ares-System, es ist in Ordnung, 1,5 Joule passt schon. Und der Motor ist auch für das, was die Waffe hat, 1,5 mit 11,1 Volt auch in Ordnung, muss man sagen. So, aber gerade im Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt man einfach AR-15 Modelle, die sogar weniger kosten und die deutlich besseren Komponenten einmal drin haben. Bedeutet der Motor, selbst mit dem 11.1er, ja, wenn er vollgeknallt ist mit 12,6 Volt, dann habt ihr eure 65 Millisekunden, 70 Millisekunden vom Zyklus. Und auch das ist für jemanden, der einfach nur auspackt, spielt, ist das in Ordnung. Wie gesagt, wer einfach ein 13.1er Gearset mit dem Super High Torque gewohnt ist, der wird sich hier denken, oh, das Ding ist aber, das Ding ist ein bisschen langsam. Also hier, wie gesagt, muss man auch wieder differenzieren. Internals Motor würde ich aber als großen Neutralpunkt betrachten. Wie gesagt, wer Besseres gewohnt ist, wird hier gegebenenfalls etwas enttäuscht sein. Nächster Neutralpunkt, und das war die letzte Zeit eigentlich immer was Positives, das ist die Verarbeitungsqualität. Die Knifte an sich ist gut verarbeitet, definitiv. Vorne, es passt alles wunderbar zusammen. Toleranzen sind bei den meisten Bauteilen perfekt. Aber ich habe euch gezeigt, der Unterschied beim Receiver geht einfach meiner Meinung nach gar nicht. Bedeutet, bei der 12 Zoll Version habt ihr hier, passt der Lower und der Upper Receiver hier auf der Seite perfekt einmal zusammen. Es ist also bündig. Bei dieser Bronze-Version habt ihr hier einen stolzen Versatz von 1 bis 1,2 mm. Bedeutet, hier ist der Upper Receiver 1 oder 1,1 mm schlanker wie der Lower Receiver. Bedeutet, der Upper und der Lower, da habt ihr hier so einen richtigen Versatz einmal drin. Es passt also einfach nicht zusammen. Und das ist bei der Bronze-Version ist das der Fall, bei der schwarzen Version passt es wunderbar. Und das finde ich einfach krass, sowas darf eigentlich nicht sein. Wie gesagt, finde ich nicht perfekt. Und auch beim Receiver nochmal anzusprechen, ich finde auch, es ist zwar ein neuer Receiver, aber er ist vom Design selbst zu stark unterbrochen irgendwie. Wie gesagt, so gerade hier die Kante, wisst ihr, wo der Verschlussfang rauskommt, da habt ihr hier so ein scharfes Eck einmal dran. Warum zieht man das Design da nicht einfach bündig in den Upper Receiver einmal rein, damit das ganze Design einfach stimmig ist und aus einem Fluss einmal ist? Also hier, das wirkt so ein bisschen zusammengestümpert, meiner Meinung. Wie gesagt, können wir uns drüber streiten, natürlich. Ich finde es nicht ganz perfekt und wie gesagt, der Versatz da, das dürfte nicht sein, dementsprechend Verarbeitungsqualität ein Neutralpunkt. So, nächster Neutralpunkt, großer Neutralpunkt, habe ich überlegt, ob ich es vielleicht sogar als Kritikpunkt einmal gebe. Das ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. 460 Euro die 9 Zoll Version, 470 Euro die 12 Zoll Version, finde ich einfach zu teuer. Natürlich, ich habe auch daran gedacht, die aktuelle Wirtschaftslage, Marktsituation mit einfließen zu lassen. Alles wird teurer, ist in Ordnung. Auch G&G schreibt offiziell auf der Webseite alles plus 10% wegen den Materialkosten. Bedeutet, wenn eine G&G mal 500 gekostet hat, kostet sie halt jetzt 550 Euro. Und das ist in Ordnung, wie gesagt, das muss man auch berücksichtigen. Aber selbst wenn wir das ein bisschen abziehen von diesen 460 Euro, liegen wir immer noch leider im Vergleich zu anderen einfach zu hoch vom Preis. Man muss also sagen, für 460 Euro bekommt man leider auf dem Markt deutlich bessere AR-15 Modelle, deutlich bessere Internals, deutlich bessere Motoren, deutlich spritziger, deutlich bessere EFCS-Systeme und bezahlt sogar dafür leider weniger Geld. Also was möchte Ares uns mit diesem Modell einmal sagen? Das verstehe ich einfach leider nicht. Und natürlich auch die anderen Modelle, Specna Arms, Syma, Nova, was haben wir noch alles, E und C und was es alles gibt. Natürlich, die werden vermutlich auch deutlich teurer werden bis zum Ende des Jahres. Aber die sind einfach von den Internals einfach besser wie dieses Modell, muss man sagen. Dementsprechend Preis-Leistungs-Verhältnis, wie gesagt, hätte man sogar als Kritikpunkt geben können, da ich eben nicht weiß, wie stark jetzt Ares von den Materialkosten einmal betroffen ist, gebe ich es zur Sicherheit einmal als Neutralpunkt. So Leute, Kritikpunkte, da habe ich einen großen Kritikpunkt, was meiner Meinung nach überhaupt nicht geht und wo es Ares richtig verbockt hat heute. Das ist das ganze Thema Hop-Up-System. Habe ich euch gezeigt, das geht gar nicht. Zunächst mal neue Hop-Up-Kammer. Das Einstellrädchen sitzt so weit vorne hier einmal im Upper Receiver, dass man eigentlich so gut wie nicht hinkommt, um überhaupt das Hop-Up einzustellen. Dann ist die Hop-Up-Kammer mit dem Outer verbunden. Bedeutet, wenn euch das Bucking verschlissen ist oder reißt, müsst ihr das ganze Frontset wegschrauben, Barrel Nut einmal lösen, Outer rausziehen, damit ihr überhaupt die Hop-Up-Kammer rausbekommt. Und dann natürlich auch wieder der Tensioner direkt mit dem Lever verbunden, so ein ganz kleiner, dünner Plastik-Tensioner, kein 5 mm System einmal kompatibel und aufgrund dieses neuen Designs die ganze Knifte im Allgemeinen nicht mehr zu anderen Hop-Up-Systemen kompatibel.
Und das geht meiner Meinung nach gar nicht. Bedeutet, die Hop-Up-Kammer, die da drin ist out of the box mit 0,2 oder 0,25 Gramm BBs, ist das in Ordnung. Wer aber jetzt hergeht und 0,3er spielen möchte, der kann jetzt nicht mal hergehen und kann sich da eine Max reinstopfen, eine Retro-Arms reinstopfen, eine G und G reinstopfen, eine E und C reinstopfen. Es funktioniert einfach nicht mehr. Warum? Wisst ihr, alle anderen Ares-Modelle, ich habe es euch auch gezeigt, die Sharps Bros, die 308er. Wenn euch das Hop-Up nicht taugt, macht eine andere Hop-Up-Kammer rein und ihr bekommt das Modell ohne große Kosten problemlos in den Griff. Selbst bei der 308er 0,4 Gramm BBs, ja jetzt funktioniert es tadellos. Also es ist alles machbar und man muss wenig Geld in die Hand nehmen. Hier könnt ihr es vergessen, denn nicht mehr kompatibel. Finde ich Mist. Finde ich leider wirklich Mist seitens Ares. Also wie gesagt, wer jetzt einfach hergeht und 0,25 oder vielleicht sogar maximal 0,28 Gramm spielen möchte, der jetzt kein 13.1er Gearset einmal braucht und das nötige Kleingeld auf der Seite hat und unbedingt das Modell mit der Farbe haben möchte, würde ich sagen, es ist in Ordnung. Wer aber ein kleines bisschen vergleicht und ein bisschen aufs Geld achten muss, der bekommt leider auf dem Markt deutlich bessere Modelle und das Ganze sogar auch noch günstiger, muss man sagen. Also hier seitens Ares leider ein bisschen ein Griff ins Klo meiner Meinung nach. Gerade wie gesagt, ich bin ein bisschen genervt wegen dem Hop-Up-System, das stört mich echt extrem. Wenn ihr jetzt sagt, nee, pass auf, du hast vielleicht das nicht berücksichtigt oder ich sehe das vielleicht ein bisschen anders wie du, ihr wisst Bescheid, jederzeit einmal Kommentarfeld einmal nutzen. Wenn ihr irgendwas ergänzen wollt zu diesem Video, jederzeit Kommentarfeld nutzen. Wenn es gefallen hat, Like da lassen und eventuell einmal ein Abo bei Patreon da lassen. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.